Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt wieder Neuigkeiten und es gibt große Neuigkeiten, es gibt Riesenneuigkeiten. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Etwas, womit ich auf jeden Fall nicht gerechnet hätte, aber es gibt ein paar neue Informationen zu folgenden Updates, die dieses Jahr noch erscheinen sollen. Und die sind wirklich, also wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, jetzt gerade, haltet euch fest. Denn das haut euch definitiv vom Stuhl, das kann ich euch sagen. Ja, wir fangen mal hier oben an. Und zwar haben wir die neuen Producer-Notes am Start, 32. In den letzten Monaten haben wir uns intensiv mit dem Feedback der Community und der Behebung von Bugs beschäftigt, was überwiegend positiv aufgenommen wurde. An dieser Stelle möchten wir euch versichern, dass wir auch an Inhalten arbeiten, die über bloße Quality-of-Life-Verbesserungen hinausgehen. Wir haben eure Bedenken gehört und möchten euch einen Überblick darüber geben, was ihr im Laufe des Jahres erwarten dürft. Durch die letzten bevorstehenden Closed-Beta-Tests sowie die Klassenumfrage ist bekannt, dass wir an einer Erweiterung der Arkane Toilette und an der Einführung einer neuen Klasse, dem Pestdoktor, arbeiten. Diese neue Klasse wird in einer Closed-Beta vorgestellt, sodass ihr eure Meinung äußern könnt und wir Anpassungen vor der Veröffentlichung vornehmen können. Ja, passend zu unserem diesjährigen Leitsatz Back to the Community entwickeln wir derzeit ein Umfragetool, mit dem wir direkt im Spiel mit euch in Kontakt treten und euer Feedback besser auswerten können. Um an einer Umfrage teilzunehmen, werdet ihr zukünftig das Spiel nicht mehr verlassen müssen und könnt die Umfrage in der von euch gewählten Sprache durchführen. Diese Umfragefunktion ermöglicht es uns, gezielt Feedback von bestimmten Spielergruppen zu sammeln, beispielsweise von allen Spielern, die ihre Festung bereits vollständig ausgebaut haben. Es ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, weil vorher wurde man immer auf eine externe Seite halt eben gebeten, um halt eben dort ein Formular auszufüllen. Und wenn man das jetzt in-game direkt ausfüllen kann, ist das natürlich sehr, sehr gut und vor allen Dingen um vieles leichter und motiviert vielleicht auch den einen oder anderen mehr daran teilzunehmen. So, jetzt kommen wir aber zum Part, der hat es wirklich in sich. Ja, also das hätte ich nicht gedacht. Wir haben es öfter schon angefragt, ob es sowas vielleicht gibt. Es wurde sich vielfach von der Community gewünscht. Ja, back to the community. Ja, es ist krass. Ich lese es einfach mal vor, okay? Ein neues Wochenendevent der World Boss befindet sich derzeit in der Entwicklung. Bei diesem Event wird die gesamte Spielwelt gemeinsam das Ziel verfolgen, die Spielwelt vor einem World Boss zu beschützen. Holy shit, Alter, wie geil ist das denn? Also das ist wirklich heftig, das ist quasi wie ein gesamter Server-Raid, ja, wo wirklich alle dran teilnehmen und halt eben gegen einen, ja, Weltboss halt eben kämpfen. Das stelle ich mir extrem heftig vor. Und wie lange haben wir das schon öfter mal angekündigt gehabt? Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere von euch an das Interview, was ich hier auf dem Kanal mit Thorsten zusammen gedreht hatte. Nicht das, wo ich bei Playa war, sondern wo Thorsten bei mir zu Gast auf YouTube gewesen ist. Und das war zu der Zeit, wo hier das neue Update rauskam und die Scheiße am Dampfen war so, ne, zum 15 Jahre Shakes and Fidget Update. Der ein oder andere erinnert sich, die Hütte war am Brennen auf jeden Fall. Und da hatte Thorsten bei mir auf dem Kanal unter anderem auch Stellung dazu bezogen und halt sich eben der Fragen der Community gestellt. Und dort hatte ich auch euch nach Meinungen gefragt, beziehungsweise nach Fragen, die ich Thorsten stellen kann. Und da kam unter anderem eine Frage vor, die ihr hochgevotet habt. Ich habe die Fragen genommen mit den meisten Upvotings und viele waren auch damals für einen World Boss. Ja, haben dafür abgestimmt, dass der in das Spiel kommen soll. Und dort wurde noch nicht allzu viel dazu gesagt. Und jetzt haben wir tatsächlich das, was sich zum Großteil auch die Community damals schon gewünscht hat, einen World Boss. Ja, und das Ganze als Wochenendevent. Also das ist wirklich heftig und ich bin gespannt, wie dieses Feature dann wirklich so aussehen wird. Ja. Darüber hinaus werden wir auf den Wunsch der Community eingehen und die bestehenden Dungeons um 5 Dungeons erweitern. Zudem wird die Abhängigkeit des Einflusses von Ausdauer auf die Bonuslänge der Melodie der Durchschlagskraft beim Baden entfernt.
War ein langer Satz, aber im Prinzip braucht man jetzt quasi als Barde nicht mehr auf die Skillung achten, so das Hauptattribut zum Nebenattribut Ausdauer, um halt eben diese Bonuslänge bei der Melodie zu bekommen, was den Barden natürlich nochmal ein bisschen mehr Variation verleiht, weil man dann halt eben ja über gewisse Skillungen halt eben drüber skillen darf, ohne dass man quasi ja, negative Effekte davon trägt. Ja. Zusätzlich zu den oben genannten Inhalten wird bereits an neuen Ideen gefeilt. Wir werden euch auf den Laufenden halten, sobald wir sicher sind, dass diese Projekte umgesetzt werden können. Also das sind wirklich mal heftig krasse News. Einmal der Barde wurde ein bisschen verändert, so wurde angepasst, wurde besser gemacht auf jeden Fall. Ja, die Dungeons werden um 5 weitere Dungeons erweitert. Das ist auch richtig krass. Und der World Boss als Wochenend-Event kommt auf uns zu. Also als ich das gelesen hatte, bin ich wirklich vom Stuhl gefallen, fast, so, weil ich damit null gerechnet habe, tatsächlich, ja. Womit ich eher gerechnet hätte, ist halt die Schatzsuche, die auch bei uns im Video gespoilert worden ist, wo ich bei Player Games, das war denn das Video gewesen bin, da hatte Thorsten ja gespoilert, dass es sowas wie eine Schatzsuche geben wird, ja, die wohl wahrscheinlich auch in der Entwicklung gerade steckt, aber an vielen Sachen gleichzeitig wohl gearbeitet wird. Ne? Es wird an der Toilette gearbeitet, es wird an dem Pestdoktor gearbeitet, es wird an neuen Dungeons gearbeitet, es wird an den World Boss gefeilt, so. Und ja, wer weiß, was noch alles so im Hintergrund passiert. Also, es ist auf jeden Fall vieles, was auf uns zukommt. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich diese Zeit hier in Shakes & Fidget miterleben darf, weil ich glaube, das wird ein sehr cooles Jahr noch werden, 2025. Ne? Wir sind zwar jetzt schon 5 Monate drin, so ist nicht. Ne? Es ist natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen Zeit ins Lande gegangen und bisher kamen, was auch nicht verkehrt ist, Quality of Life Changes auf jeden Fall. Das muss man ja natürlich auch mal an der Stelle wertschätzen. So. Das Game hat halt eben auch jetzt nicht diesen krassen Content dieses Jahr bisher gebracht, aber halt eben sehr viele Anpassungen, die halt eben doch schon sehr nützlich sind, die sich unter anderem auch gewünscht worden sind. Ne, man ist zum Beispiel auch auf die Post hier eingegangen und viele weitere Sachen, die auf jeden Fall das Leben so ein bisschen leichter gestalten sollen. Und ja, das muss man auf jeden Fall auch zugute halten. Ne? Also die erste Hälfte des Jahres war wahrscheinlich eher so Fixen von Bugs, Quality of Life Changes rein ins Game. Und ich denke mal, die zweite Hälfte des Jahres wird wahrscheinlich dieses fette Content Abteil des Jahres 2025 werden. Ja? Da wurde ich im Dungeon Fight ausgelockt. Wie unsatisfying ist das? Stellt euch mal vor, ich hätte den jetzt besiegt. Das wäre ja wirklich das Fatalste, was mir hier jemals passiert wäre. Ja. Ja, auf jeden Fall, das sind mega krasse Neuigkeiten. Schreibt mir liebend gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wart ihr einer derjenigen gewesen, die sich vielleicht sogar den World Boss gewünscht haben damals? So, die schon länger dabei sind, die ändern sich vielleicht noch daran. Ja, also das sind auf jeden Fall heftige Neuigkeiten und ich freue mich drauf, wenn wir den World Boss dann begrüßen dürfen und ja, wir hier als gemeinsamer Server dann kämpfen wir nicht mehr alle gegeneinander, sondern haben einen gemeinsamen Gegner und das ist dann halt dieser World Boss und ja, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das funktionieren wird, wie das Ganze, sag ich mal, ja, hier auf den Server gespielt wird, ne, ob man wirklich so, keine Ahnung, die anderen Member noch sieht, beziehungsweise die anderen Leute hier in der Ehrenhalle sieht, wie die halt den World Boss angreifen. Und ja, wahrscheinlich wird der World Boss ja wieder hier so erscheinen, ne? Also gehe ich mal von aus. So, und dann kann jeder, der auf der Welt spielt, halt eben auf diesen World Boss klicken und den dann angreifen und dann halt eben sein Fünkchen Schaden austeilen. Es wird wahrscheinlich wirklich minimal wenig werden, so. Ne? Und dann kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich so eine Rangliste geben wird. Je nachdem, wer wie viel Schaden ausgeteilt hat, ist halt eben auf Position so oder so oder so. Ja,
Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Player Games ein gewinnorientiertes Unternehmen ist, was natürlich auch Geld erwirtschaften will. Also es wird wahrscheinlich nicht nur so ein Gegner sein, wo man einmal pro Tag reingehen kann und den einmal so angreift wie bei einem Dämonenportal. Es wird ein Wochenendevent werden, also gehe ich mal von aus, dass es auch wieder irgendwelche Funktionen gibt, wie man den World Boss wahrscheinlich auch pilzen kann, wie man sich einen Vorteil erkaufen kann. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Feature so rauskommt, als wäre es quasi ein Dämonenportal und jeder greift da einmal pro Tag an. Kann ich mir einfach nicht vorstellen so. Ne? Ich denke mal, es gibt irgendwo ein bestimmtes Limit, wie oft man ihn angreifen kann oder was weiß ich irgendwie. Und dann bezahlt man halt eben fürs ja, wenn man nochmal beitritt, irgendwie nochmal einen Pilz oder so, keine Ahnung. Und dann wird es wahrscheinlich am Ende des Servers dann so eine Rangliste geben, mit wer wie viel Damage ausgeteilt hat oder ne, was weiß ich. Irgendwie sowas in die Richtung wird passieren. Ne? Falls ihr da auch schon mal Gedanken euch zu gemacht habt, was das werden könnte, dann schreibt es mir auch sehr gerne in die Kommentare. Aber auf jeden Fall sind das sehr, sehr coole Nachrichten. Ich freue mich da mega drauf. Wie gesagt, es ist was sich die Community lange gewünscht hat. Mal gucken, wie das Ganze umgesetzt wird. Ja, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Aber das war es dann erstmal soweit zu dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es der Fall sein sollte und ihr in Zukunft keine weiteren News verpassen wollt, dann lasst sehr gerne ein kostenloses Abo da. Und ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.